Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizow-Kanal. Hier im Backofen. Da fermentiert gerade japanischer Rundkornreis zusammen mit Reiskochi zu süßem Amazake, einem japanischen Reisporridge, kann man sagen. Ich habe vor einer ganzen Weile mal Reiskochi gemacht und dafür auch ein Video. Das verlinke ich mal hier oben, wie man den macht. Und ja, jetzt bin ich dabei, in diversen Videos zu zeigen, was man mit dem Reiskochi alles für leckere Sachen machen kann. Unter anderem zum Beispiel Sojasauce oder Reisessig. Ja, und heute zeige ich, wie man Amazake damit machen kann. Legen wir los, machen wir leckere, süße Amazake. Ja, bevor wir loslegen, lass mich noch ganz kurz erwähnen, dass es die ganze Anleitung nochmal zum Nachlesen auch auf meiner Homepage gibt. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Ich esse den Amazake ganz gerne zum Frühstück und zum Frühstück esse ich immer irgendwas mit Obst. Darum habe ich mir gedacht, wir fermentieren einfach noch schnell eine Mango. Und die schneide ich mir hier kurz in 1 cm große Würfel. Und dann rühren wir uns aus 300 Gramm Wasser, 80 Gramm Molke und 0,5 Gramm Salz eine Lake an. Rühren die, dann geben wir die Mango dazu und verschließen das Glas mit einem Fermentierdeckel. Und dann stellen wir das Glas an einen warmen Ort und lassen die Mango für 24 Stunden bis zu 3 Tagen fermentieren. Ja, je nachdem, wie lange du die fermentieren möchtest. Solltest du sie länger als einen Tag fermentieren und eben keinen Fermentierdeckel verwenden, dann müsstest du halt den Deckel ja einmal am Tag öffnen, um den Druck entweichen zu lassen. Nicht, dass das Glas explodiert. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, als nächstes kommen wir zum Reis, dem Hauptbestandteil unserer Amazake. Den wasche ich mir hier kurz. Ich verwende hier 60 Gramm japanischen Rundkornreis. Das ist der Reis, den du auch zum Sushi-Kochen verwenden würdest. Den koche ich in ungefähr 15 Minuten weich. Da hältst du dich am besten an die Packungsangabe. Ganz wichtig beim Amazake machen ist die richtige Temperatur zum Fermentieren einzuhalten. Wir verwenden ja, wie am Anfang erwähnt, Reiskochi, der unheimlich viele Enzyme enthält. In dem Fall unter anderem das Enzym Amylase, das dafür sorgt, dass die Stärke im Reis zu Traubenzucker umgewandelt wird. Und das geschieht am besten bei einer Temperatur von 55 bis 60 Grad. Und dafür heize ich mir hier den Backofen auf eben der kleinsten Stufe, 50 Grad in dem Fall bei mir auf, mit Umluft. Denn ich habe herausgefunden, dass bei mir dann nachher im Glas genau 60 Grad sind. Die bessere Alternative, aber die hat halt eben nicht jeder, wäre jetzt ein sous-vide Wasserbad eben, dass man sich genau auf 55 Grad einstellt, oder einen Joghurtbereiter, bei dem man die Temperatur regulieren kann. Aber auch die sind relativ selten. Oder wer einen Reiskocher hat, der könnte die Warmhaltefunktion verwenden. Allerdings sind viele Reiskocher auf 72 Grad aus lebensmittelhygienischen Gründen eingestellt. Also das wäre dann leider zu heiß. Da müsstest du gucken, wenn du einen Reiskocher hast, ob du den regulieren kannst oder ob der halt eben nur maximal 60 Grad hat. Ja, wenn der Reis fertig gekocht hat, dann gießen wir den ab, lassen den kurz abtropfen und geben den zusammen mit 300 Milliliter Wasser in ein Glas, verrühren das Ganze und lassen den Reis auf ca. 58 Grad abkühlen. Wenn der Reis soweit abgekühlt hat, kommen 100 Gramm Reiskochi dazu. Den zerbröseln wir schön klein, verrühren den mit dem Reis, verschließen das Glas, ja, und dann stellen wir das eben in den Backofen. Ich habe hier mal kurz das Thermometer in den Backofen gelegt, also der hatte jetzt 52 Grad. Ja, beim Öffnen der Tür ist die Temperatur natürlich gleich wieder ein bisschen abgesunken. Bei mir funktioniert das wirklich sehr gut mit dem Backofen. Das musst du halt ausprobieren. Ja, und nach 12 Stunden... Ja, Amazake zu machen ist doch gar nicht so schwer, oder? Vorausgesetzt, du hast Reiskochi. Ja, wie gesagt, das Video dazu verlinke ich hier unterhalb vom Video in der Infobox. Und ja... Die Mangos, die habe ich jetzt nur für 24 Stunden fermentiert. Ich bin mal gespannt, ja, wie die gleich schmecken. Denn
Muss man ja jetzt noch mal probieren. Ne? Bei uns gibt es gleich Frühstück, aber ich muss ja vorher wissen, ob das gut geworden ist. Ne? So, schnell noch die Mango. Duftet wirklich mega, mega lecker. Schwuppdiwupp, rubbeldidupp. Also, schauen wir mal, was war da? Also, ein Traum, ein absoluter Traum, muss ich sagen. Ich weiß, ich kann hier viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Letzten Endes musst du es selber ausprobieren, um herauszufinden, wie lecker das wirklich schmeckt. Der Amazake ist super süß, also genial, 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 genial. Also, das gesagt, alle warten aufs Frühstück. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, wenn du meinen Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, sei so lieb, abonniere den Kanal Nico Staniszok. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder nach unten, wie du magst. Ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Amazake machen gehen. Oder fermentierte Mangos. Oder beides. Mhm.